Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung. Willkommen bei einem neuen Projekt, einem neuen Spiel, und zwar CSI Tödliche Verschwörung. Ich habe gedacht, ich spiele jetzt mal ein Adventure. Ich war großer Fan der Serie CSI, zumindest solange Chrism dabei war. Viele ist das bestimmt ja auch ein Begriff. Hab bestimmt auch mal, es gab ja dann mehrere Teile, CSI Miami, CSI New York. Und ja, in dem Fall ist es das CSI, das ursprüngliche CSI. Ja, mir hat es eigentlich so lange gefallen, eben Chrism dabei war, und danach ging es immer ein bisschen abwärts, weil ja, es wurde dann immer mehr zu einer Action-Serie und hatte dann weniger mit der Forensik dann zu tun. Ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt noch kurz das Intro fertig. Das auch einigen bekannt sein durften, die die Serie verfolgt haben, und machen jetzt gleich weiter oder starten jetzt den ersten Fall. Fangen ein neues Spiel an. Ich habe es noch nicht gespielt, ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Bin mal gespannt. Ich hoffe, das hakt auch nicht so. Das Spiel ist von 2012, glaube ich. Hoffe, es klappt alles mit der Aufnahme und so weiter. The place was called Superla Spa. It was a full-service establishment. Massage tables, salon chairs, mud baths, etc. The explosion went off a little after 3. A squad car was 2 blocks away when the place went up, so the fire department was able to respond within 4 minutes. Not that it helped. The place was fully engulfed by the time they arrived. They were just lucky to keep it contained to just this building. I didn't know there was a spa down here. Building's been here since the late 70s, but it's only been a spa since 98. The gentleman in the corner there is Pete Baja. His company owns Superla Spa. I took his statement, but you'll want to follow up with him too. Have you two met yet? Not officially. I'm Sarah Seidel. The team speaks very highly of you. You want to take that interview? Okay, ja. This is the CSI tutorial. You can turn it off at any time by selecting the option on the tutorial window and enable it again from the options menu. The cursor is used to both navigate and to select. Moving it to the edges of the screen will rotate the camera. When the cursor moves over something, it will change based on the action that can be taken. Okay. Also das ist jetzt wohl auch noch ein kleines Tutorial. Ja, was ich sagen A wollte. speech bubble will appear over the people with whom you can talk. Trullasch fällt mir ständig ins An Wort. arrow means that you can change your viewpoint. Okay, darf ich jetzt mal was sagen? Also Sarah At any kennt... time, you can ask your CSI partner for his or her opinion about what you should do next. Mann. Ja, Sarah kennen wir ja. Oder kennen die Serie gesehen haben. Unsere Sarah Seidel. Genau. Jetzt, was hat er gesagt? Ach, ob wir mir diesen Spa-Besitzer mal fragen sollten. Oder befragen sollen. Da haben wir The mal... PDA allows you to examine evidence, look over case notes, move to new locations, and change game options. Ich muss jetzt dazu ja nichts sagen. Die Dame erzählt ja schon alles. Wie gesagt, ich spiele zum ersten Mal. Und ja, genau. Rechte Maustaste geht zurück. Ich glaube, ich quatsch mal die To Sarah choose an. what to say, move the cursor over a topic icon and select it. I'd say we should talk to the guy who owns the spa. Okay. Dann machen wir das mal.
Your objective has changed for the first time. Your objective, located at the top of your case file, will give you an idea of what to do next. Okay. Fallkarte ist hier. The case file contains a record of all important information discovered during your investigation. It also allows you to play back cinematic sequences and access the hint emails sent to you by your supervisor. Okay. Gründlichkeit 2%, haben wir noch gar nichts gemacht. Ah, okay, das ist das. Festgebacken. The email section contains communication from your supervisor to help you solve the case. When the information in the email no longer applies, the text will become gray. Okay. Gut, aber da ist jetzt nichts drin mit... Ah, okay, hier sehen wir den Tatort. Superla Spa. Ah, hier Fallkarte. Befragen Sie den Besitzer. Alles klar. Machen wir. Wir können ja gerade hier mal noch das andere The anklicken. location icons represent the different places you can visit. New locations will open over the course of your investigation. Okay. Also hier kommen wir Hauptlabor zum Pressbüro, das ist ja unser Detective. Leichenhalle und Verhörzimmer. Ja, Detective, wir sind ja, ich glaube, wir CSI-Leute sind ja nicht wirklich Polizisten. Also wir sind ja wirklich so eine Mischung aus Polizist, aber eher halt doch mehr, sage ich jetzt mal, die Wirtschaft, nicht die Wirtschaft, die wissenschaftliche Bereich. Und führen ja keine Festnahmen und so, sondern alle Beweise und so, was wir gefunden haben, geben wir diesem Press, dem Detective, und der führt dann die Festnahmen und so weiter aus. Und auch zum Teil die Verhöre, aber wir machen auch Verhöre. Genau, aber dazu später mehr. Was haben wir noch? Beweise. The evidence viewer allows you to get a close look at every piece of evidence you've collected. It's important to look carefully at each piece of evidence you find, as it may contain evidence itself. Okay. Gut, das werden wir dann später noch brauchen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal diesen Typen suchen. Genau, das hieß ja da, wo der Pfeil jetzt hin zeigt. Ah, ich kann mich ja auch noch drehen. Ah, da steht der. Okay, okay. Das ist genau. Ich kann da auch hinlaufen. Es dreht sich ein bisschen langsam. Das ist nicht schneller drehen. Naja, okay. Dann fragen wir mal den Typ. Hi, Pedro Baja. Baja, like Baja, California. But call me Pete. Everyone does. Well, almost everyone. You in charge of this place, Pete? I'm the CEO of Miel LLC. It's less impressive than it sounds. It's basically a holding company for a few mom-and-pop style businesses that were worth rescuing when the original owners wanted out. The company owns Super La Spa, what's left of it. Okay. Ich lese das jetzt nicht vor. Also ich lese nachher wenn so Papiersachen lese ich vor, aber das lese ich jetzt glaube ich nicht vor. Wir müssten bitte den Namen der Versicherungsgesellschaft wissen, genau. We'll have to notify the claims adjuster when we've released the scene. Actually, this is kind of embarrassing, but the policy on this place has lapsed. You let the fire insurance on one of your businesses expire? It's complicated. We sent them a payment, but they said they didn't get it. Then they wanted us to pay a late fee and raise our premium. I mean, we've done business with them for years, and now they decide to penalize us over a little slip-up? Okay. You've just received a case file update. You can access the case file by using your PDA. Okay, das I have heißt... some things I need to take care of. Here's my card, at least until the next board meeting. You can reach me at my office. Great job! You've found some evidence. Be sure to use your PDA to access the evidence viewer so you can look at your findings up close. Alles klar. Also nochmal kurz zusammenfassend. Genau, er hat keine Versicherung. Das heißt, es macht aus versicherungstechnischen Gründen, versicherungsbetrugtechnischen Gründen, keinen Sinn, das abzufackeln. Oder? Habe ich das jetzt richtig kombiniert? Genau, Beweise haben wir jetzt einen.
Pete Becks You Visitenkarte. can rotate around the evidence by selecting any part of it and moving the cursor in the direction you want it to turn. If the cursor changes to a toolbox, there is evidence to find. Your tool case consists of 4 main sections: fingerprint tools, fluid detection tools, collection tools, and casting tools for making molds. Move the cursor over the type of tool you want to use and select it. Be sure to try and match the type of tool to the type of evidence you're trying to collect. Okay, also immer wenn wir über einen Gegenstand fahren und es taucht eine Werkzeugkiste aus, können wir diesen Gegenstand auch forensisch behandeln. In dem Fall haben wir jetzt hier Fingerabdrücke, Aufnahmen, Flüssigkeiten. Okay, ich suche das jetzt mal nach Some Fingerabdrücken. tools Aber. require you to hold the button down while moving the cursor over the area you wish to search. Okay. It was nice of Mr. Baja to give us his fingerprint like that. Also wir haben jetzt von dem hier einen Fingerabdruck. Ja, wir können jetzt auch die Karte drehen, da steht gar nichts drauf. Hat er die Karte selber geschrieben? Barbershop, Pete Brexer. Also die hat so eine Art, ja, Barbershop, einen Rasierladen, oder? Wo man sich rasieren lassen kann. Gut. Ach, das ist jetzt, genau, da haben wir jetzt den Fingerabdruck. Den können wir nachher bestimmt im Labor oder so mal abgleichen. Oder wenn wir andere Fingerabdrücke finden. Was haben wir hier noch? Schauplatz. Das ist dieser Barbershop wahrscheinlich. Ah ja, da oben steht es ja auch. Friseurladen. Ist ein Barbershop ein Friseurladen? Aber zumindest dann nur für Männer, oder? Weil Barbershop verbinde ich immer, wo man sich auch rasieren lassen kann. Jetzt gehen wir mal noch dahin, wo der Pfeil hin zeigt. Your thoroughness score has increased. You can get a higher thoroughness score by navigating to viewpoints in a location that you have not visited before. Alles klar. Jetzt kann ich mich hier wahrscheinlich auch wieder umgucken. Ich drehe mich jetzt einfach mal nach rechts und links. Ich war noch nie in dem Spa, muss ich sagen. Und aber ich meine, man hat das ja in den Filmen schon gesehen. Das hier ist jetzt so ein Bad wahrscheinlich, wo man da so Schlammbäder machen kann. Jetzt taucht diese Werkzeugkiste auf, das heißt, wir können One dort. mud bath contains a lot more mud than the others. It might just be the way they do it. But the one next to it is filled only up to the line on the side of the tub. That mud is baked solid. We're going to need a way to examine it inside and out, without actually breaking it up and compromising potential evidence. You know, the other day, Catherine was telling me that we have access to an industrial ultrasound device. It sounds perfect for this problem. I'll give her a call. Okay, die ruft jetzt Catherine an, die wohl so ein Ultraschallgerät hat, damit wir mal gucken können, was in diesem Schlamm drin ist. Der ist jetzt natürlich durch das Feuer hart geworden, wahrscheinlich wie so eine Art Ton, wie gebrannter Ton. Und ja, was halt auffällig ist, ist, dass das hier voller ist wie die sind ja relativ leer, ne? Was mache ich jetzt? Achso, ja, ich würde hier aber schon noch gern weiter gucken. Kann ich hier noch was untersuchen? Ah ja, hier. Machen wir doch mal. Können wir hier vorne eine Aufnahme machen? Nee, aber ich kann. We can't just pick that up. Okay, das können wir nicht mitnehmen. Flüssigkeiten? What makes you think there would be latent fluids there? Ja, ist ja gut, ich probiere es jetzt halt mal auf. Abdrücke. Was ist das hier? Look at how it's burned away from its frame. Drywall is usually fire resistant. Those holes could be there to let more air fan the fire and get to that wooden frame underneath. That could indicate arson, but we'll need a lot more evidence to prove it. Now we're living in the future. I'm still waiting for my flying car, but
Seeing through walls isn't too shabby. I have a rough idea, but remind me again how the device works. Just turn it on and point the wand at whatever you want to scan. The sound waves it emits penetrate at different speeds depending on the density of the material. And the onboard computer translates that into a picture, is that right? You got it. I don't think I need to tell you to be careful with it, but be careful with it. Ja, machen wir. Gehen sehr vorsichtig damit um. Oh, oh, oh. Ich sehe da schon... Das sieht aus wie ein Fuß. Oh. Was hier? Oh. Kann man das zoomen? Ja, da ist eindeutig ein Fuß, zwei Fuß. Das sieht mir nach einem Mensch aus. Ein Auge. Does that look like a human body to you? Ja, sieht it looks es. like we have a victim after all. I'll call Doc Robbins for a pickup. Also Doc Robbins ist unser, na wie nennt man das? Da unser Cleaning her off is just the first step. Beschauer. This is going to take a while. I'll give you a call when I have something for you. Let's head back to the crime scene. See what else we can turn up. Wow. Sieht ja aus wie eine Mumie. Aber scheint Brüste zu haben. Ich denke mal, das ist eine Frau. Kann ich mit ihm You'll have to sprechen? forgive me. Baking the victim in mud and then exhuming her aren't exactly the ingredients for the most efficient autopsy. I'll give you a call when I have something for you. Okay, dann fahren wir doch nochmal zurück zum Tatort. Ah ne, halt, ich habe gerade gesehen, wir haben hier einen neuen Beweis. Ach, das ist unser, was war das hier? Nochmal, dieses Holzding da, oder was war das? Aber ich kann nichts machen, weil keine Werkzeugkiste auftaucht. Ja, das war der Fingerabdruck, alles klar. Dann fahren wir nochmal zurück zum Schauplatz. Das war hier, genau. Da haben wir jetzt ja, genau, das war hier, wo wir dieses Holzstück gefunden haben. Ich taste hier etwas. Man muss, also ich habe schon CSI-Spiele gespielt, ältere Versionen davon, und man muss schon sehr akribisch schauen und ja, weil es ist echt manchmal so, wenn man nur eines übersieht, ein wesentliches Detail, dann hängt man halt in dem Spiel und kommt auch überhaupt nicht mehr weiter. Was sind denn das hier für Stämme und was steht denn da drauf? Das kann man aber nicht lesen. Ach, jetzt ist der Schlamm da weg. Okay, aber hier scheint es nicht mehr zu geben. Ja gut, dann können wir noch woanders hin. Können wir uns noch hier woanders umschauen? Ah, hier ist ja noch was. Hier müssten wir noch hin können, oder? Jawohl. Aha, hier war die Küche. If this thing was on last night, we could have our ignition source. Ja. It's hard to tell what this was. Not much left of it. Judging from the charring in the inside of the oven, it was in there for long enough to catch fire. It's almost like a timed fuse. So far, that's two things that point to arson. We'll need more evidence to be sure. Okay. Also das Törtchen könnte den Brand ausgelöst haben. So wie sie gesagt hat, wenn es lang genug da drin war, dass es dann irgendwann mal Feuer fängt. Naja. Ob das jetzt nur wirklich so ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Und wir haben halt genug Anzeichen auf Brandstiftung.
aber wir müssen einen endgültigen Beweis finden. Ich würde sagen, nach dem endgültigen Beweis einer Brandstiftung suchen wir in der nächsten Folge. Es ging jetzt natürlich ein bisschen Zeit am Anfang drauf für das Tutorial, aber ich hoffe, wir kommen in der nächsten Folge weiter und würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich habe jetzt richtig Bock drauf, den ersten Fall zu lösen. Jetzt sind ja, glaube ich, 5 oder 6 unterschiedliche Geschichten in dieser Version. Also wir sind jetzt quasi in unserer ersten Geschichte. Ja, genau. Also, dann bis zum nächsten Mal und denkt an den Daumen und an den Feedback. Bis dann, ich freue mich. Tschüss.